Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ausgerechnet an dem einen Tag, an dem ich mal kein Video machen wollte, ist in Madrid Land unter. Kylian Mbappé ist ins Krankenhaus eingeliefert worden und seine ganze Club-WM ist in Gefahr. Was da los ist, das erkläre ich euch natürlich im Video. Und wenn wir schon mal beim Thema Club-WM sind, auf einmal ist da eine Überraschung nach der anderen. Was da los ist, darüber reden wir auch. Und das dritte Thema, ich war gestern, glaube ich, der Erste und inzwischen berichten es immer mehr spanische Medien. Xabi Alonso hat sich von Arda Güler überzeugen lassen und in Zukunft soll es angeblich bei der Club-WM heißen Arda Güler plus 10. Was da los ist, darüber reden wir im Video. Viel Spaß dabei. Ja, für diejenigen, die sich wundern, ich bin wieder hier. Die Jalousien gehen endlich wieder hoch. Die Elektriker waren gestern da, also relativ schnell. Mit der Zeit kann ich zufrieden sein. Wie dem auch sei, bevor ich mit dem Video starte, dieses Video wird ein etwas anderes Video. Denn nur weil in Madrid Welt unter oder Land unter war, ändert das nichts daran, dass ich eigentlich keine Zeit für dieses Video habe. Ich habe in genau 20 Minuten einen Termin, da muss ich auch hin. Das heißt, dieses Video, egal wie oft ich mich verhaspel, egal wie oft ich mich verspreche, stottere etc. pp., ich muss es so hochladen nach YouTube. Ich hoffe, ihr habt ein Einverständnis. Heute kommen auch keine Bilder etc., kein Schnickschnack. Die Aussagen, die ich euch so sage, müsst ihr mir vertrauen. Ich glaube, nach über 2 Jahren habe ich mir dieses Vertrauen hoffentlich verdient. Ansonsten könnt ihr das alles bei mir auf Twitter oder bei Google selber nachsuchen. Ja, fangen wir mit dem ersten Thema an. Kylian Mbappé war gestern im Krankenhaus. Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer durch Real Madrid Twitter verbreitet. Was war da los? Ja, der französische Stürmer, der schon beim ersten Gruppenspiel gefehlt hat. Viele dachten, das ist so ein Fieber etc. Xabi Alonso hat in der Pressekonferenz eigentlich sowas gesagt wie, dem geht schon ein bisschen besser, vielleicht wird er sogar nominiert fürs erste Spiel. Ja, im Gegenteil. Er hatte eine Magen-Darm-Entzündung, die so schlimm war, dass er in Amerika ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Madrid hat das auch öffentlich gepostet, der musste dazu Behandlungen, zu Untersuchungen etc. pp. Und viele haben schon gesagt, das war's. Diese Club-WM wird Kylian Mbappé auf keinen Fall mehr spielen. Mal schauen, wie viele Tage er im Krankenhaus eingeliefert bleiben muss. Ja, und Gott sei Dank, die neuesten Informationen von gestern Abend gegen 10 oder 11 Uhr, kam dann das offizielle Kommuniqué von Real Madrid. Kylian Mbappé ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und ist wieder im Teamhotel. Bedeutet das, dass er wieder fit ist? Nein. Bedeutet das, dass der heute wieder mittrainiert? Nein. Ein Kylian Mbappé muss sich von dieser Magen-Darm-Entzündung jetzt erst einmal erholen. Der wird beim dritten Gruppenspiel nicht dabei sein und falls wir uns qualifizieren, ist in den Sternen, wann er dann vielleicht wieder spielen kann. So eine Magen-Darm-Entzündung ist nicht zu unterschätzen. Die macht einiges mit dem Körper von einem Spieler. Vor allem ein Spieler, der diese Saison schon über 60 Spiele in den Knochen hat. Der jetzt in den USA bei praller Sonne da Leistung auf dem Fußballplatz bringen soll. Also wenn ihr mich fragt, ist er wahrscheinlich frühestens zum Halbfinale wieder da, wenn alles gut läuft. Aber inzwischen habe ich gelernt, dass ich mit meinen Vermutungen nicht hausieren gehen sollte, denn eine der Vermutungen, kommen wir zum zweiten Thema, das habe ich gestern in meinem Video noch gesagt, eine meiner Vermutungen war, dass Inter Miami böse von Porto verprügelt wird. Ja, und in Spanien sagt man, diese Aussage, me la tengo que comer con patatas. Das bedeutet so viel wie, diese Aussage muss ich jetzt mit Kartoffeln reinfressen in mich, also diese Aussage ging komplett daneben, ja. Denn die erste große Überraschung. Inter Miami gewinnt 2:1 gegen Porto. Und das mit einem absoluten Traumfreistoß von Lionel Messi. Also, Messi ist bei weitem nicht mehr der Alte. Lasst euch da nichts verkaufen, wenn man das Spiel auch ein bisschen gesehen hat. Der kann physisch nicht mehr mithalten. Er erinnert ein bisschen an Luka Modric, aber genau das Gleiche wie Luka Modric. Es blitzt immer wieder seine Genialität durch und bei dem Freistoß hat man das gestern gesehen. Ein Wahnsinnsfreistoß von dem Argentinier. Und Inter Miami hat jetzt nach 2 Gruppenspielen 4 Punkte und es sieht gut aus, dass die sich in die nächste Runde qualifizieren. Wer das gedacht hätte nach dem ersten Spiel, wo sie 0:0 gespielt haben, aber 4:0 hätten verlieren müssen,
Der Fußball schreibt die seltsamsten Geschichten. Ja, davor haben gestern Palmeiras 2:0 gewonnen, das weiß ich noch aus dem Kopf. Und dann gab es um 0 Uhr ein Atletico Madrid gegen Seattle. Die Spanier haben sich da im Endeffekt souverän mit 3:1 durchgesetzt. Natürlich die klar bessere Mannschaft. Seattle hat nochmal auf 2:1 verkürzt, nachdem Atletico Madrid relativ schnell 2:0 vorne war. Und man hätte ans Zittern geraten können, aber Atletico Madrid hat kurz danach das 3:1 gemacht, den Deckel drauf gemacht und das Spiel war durch. Ja, und dann wohl die größte Überraschung überhaupt. Die Wetthäuser auf der ganzen Welt haben sich gestern die Hände gerieben, denn Paris Saint-Germain verliert gegen Botafogo mit 1:0. Ja, und gestern oder vorgestern hatte ich noch gesagt, wir sind daran gewöhnt, dass unsere Champions League-Sieger diese Intercontinental Cups spielen und die reihenweise gewinnen. Ja, und auch diese Aussage muss ich mit Kartoffeln essen. Danke dafür, Paris Saint-Germain. Botafogo gewinnt 1:0. Botafogo ist aber auch der Champions League-Sieger Südamerikas, also wohl auch eine der stärksten Mannschaften. Trotzdem war Paris die klar bessere Mannschaft. 75% Ballbesitz, 752 Pässe, irgendwie sowas. Aber im Endeffekt hatten sie, glaube ich, nur 2 große Torchancen und Botafogo 4 oder 2 Schüsse aufs Tor und Botafogo 4, so rum war das. Ja, also die eine Überraschung wurde von der anderen gejagt. Was bedeutet diese Überraschung allerdings? Die bedeutet, dass es für Atletico Madrid sau schlecht aussieht, sich überhaupt in die K.O.-Runde der Club-WM zu qualifizieren. Denn Botafogo ist Tabellenerster mit 6 Punkten, Paris Saint-Germain Tabellenzweiter, Atletico Madrid Tabellendritter, beide mit jeweils 3 Punkten. Aber sollten alle 3 Mannschaften 6 Punkte nach dem letzten Spieltag haben, was bedeutet, sollte Atletico Madrid gegen Botafogo gewinnen und sollte Paris gegen Seattle gewinnen, davon gehen wir mal aus. Also es geht natürlich dann nur noch um Atletico Madrid gegen Botafogo. Wenn man die Tabelle sieht, Botafogo ist bei +2, Atletico Madrid ist bei -2. Man könnte denken, Atletico Madrid reicht ein 2:0, um sich zu qualifizieren. So ist es aber nicht. Denn ich habe mir die Regeln nochmal genau durchgeguckt. Wenn am Ende alle 3 Mannschaften punktgleich sind, Botafogo, Paris und Atletico Madrid, zählen nur die Tore im direkten Vergleich von diesen Mannschaften, was quasi bedeutet, die Spiele gegen Seattle werden ausgeblendet. So könnt ihr euch das merken. Das bedeutet, am letzten Spieltag startet Botafogo mit einem +1 und, weil sie gegen Paris 1:0 gewonnen haben, und Atletico Madrid startet mit einem -4. Also 5 Tore Unterschied. Was bedeutet, wenn Atletico Madrid sich noch qualifizieren möchte, muss Atletico Madrid mit 3:0 gegen Botafogo gewinnen. Und wenn man Botafogo gestern gesehen hat, das wird verdammt hart. Also, das ist die zweite interessante Information. Riesenüberraschung. Atletico Madrid, einer der vielleicht Geheimfavoriten, könnte schon vor dem K.O. in der Gruppenphase sein. Wieder mal schlecht für Real Madrid, denn es reicht ja schon, dass der FC Barcelona wesentlich mehr Vorbereitung hat auf die nächste La Liga-Saison. Der zweite Hauptkonkurrent, Atletico Madrid, könnte auch mit wesentlich mehr Pause sich vorbereiten auf die nächste La Liga-Saison. Ich weiß nicht, die Club-WM finde ich auf der einen Seite natürlich sehr interessant, finanziell, und die Überraschungen, die zeigen, wie stark auch die anderen Mannschaften sind. Auf der anderen Seite, wenn man als Madrid-Fan möchte, dass nächstes Jahr La Liga gewonnen wird, dann ist es, glaube ich, nicht so eine tolle Vorbereitung. Ich bin gespannt, wie lange es dann dauert, dass die Maschinerie Xabi Alonso wirklich ins Laufen gerät. Ja, und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Thema. Damit diese Maschinerie ins Laufen gerät, hat Xabi Alonso anscheinend seine Lösung gefunden. Das hat man im ersten Spiel gegen gegen Al-Hilal gesehen. Madrid hat 1:1 gespielt. Die zweite Halbzeit war eine ganz andere als die erste. Gestern in meinem Video habe ich euch schon gesagt, Arda Güler zeigt Xabi Alonso den Weg. Man hat ein ganz anderes Madrid gesehen mit dem Türken auf dem Platz. Viel organisierter, viel mehr Ballkontrolle, viel besseres Pressing. Die ganze Mannschaft wurde viel mehr eingebunden, weniger sinnlose Ballverluste, wo du dann in 35 Grad praller Sonne hinterherlaufen musst. Und das hat ein Xabi Alonso auch in der Pressekonferenz quasi so durchläuten lassen, dass die zweite Halbzeit diese ganzen positiven Aspekte gekommen sind,
Die sind natürlich gekommen mit Arda Güler auf dem Platz. Meiner Meinung nach hat die Kraft von Arda Güler vielleicht für 20, 25 Minuten gereicht. Danach hat man beim Türken auch gemerkt, 35 Grad, keine Ahnung, wie viele Saisonspiele. Auch er braucht natürlich ein bisschen Erholung. Aber laut Informationen aus Spanien hat Xabi Alonso seine Schlüsse gezogen. Arda Güler plus 10. Und das sagt nicht nur ich, das sieht man auch auf Real Madrid Twitter, könnt ihr euch gerne durchlesen, die ganzen Insider, aber auch Ramón Álvarez de Mon, einer der zuverlässigsten Insider aus Real Madrid, der die ganzen Informationen, die er bis jetzt verbreitet hat, 100% richtig waren, das könnt ihr auch in seinen YouTube-Videos gerne sehen, hat heute, bevor ich dieses Video hochgeladen habe oder gemacht habe, besser gesagt, ein Video gemacht, das heißt Arda Güler plus 10. Ich guck mal, ob ich diesen Thumbnail, den einen Thumbnail werde ich hier wohl einblenden können, damit ihr mir auch da tatsächlich glaubt, obwohl, warum sollte ich lügen? Ja, schaut euch das Video gerne an, mit Untertiteln oder was auch immer, dass ihr es versteht. Ja, auch da die Information, Xabi Alonso hat seine Lektion gelernt. Arda Güler soll einer der zentralen Punkte sein, um den Real Madrid aufgebaut wird. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach, ich muss es leise sagen, müsste er im nächsten Gruppenspiel für Jude Bellingham spielen. Das hier ist kein Bellingham-Hate. Im Gegenteil, ich bin ein riesen Bellingham-Fan. Ich hätte mich gefreut, wenn er den Ballon d'Or gewonnen hätte in seiner ersten Saison. Ich werde immer dankbar sein. Und was heißt immer dankbar sein? Seine Zukunft ist bei Real Madrid als absoluter Stammspieler. Aber jetzt sehen wir nicht Jude Bellingham. Jetzt sehen wir 30% von Jude Bellingham. Nicht nur, dass er komplett überspielt ist, dass ein Carlo Ancelotti den letzten Tropfen Schweiß aus ihm rausgepresst hat. Nein, der hat auch noch eine Schulter, mit der sich kaum bewegen kann. Ein Spieler, der davon lebt, in die Zweikämpfe zu springen, Zweikämpfe zu gewinnen. Ein richtiges Arbeitstier, was immer wieder im 16er auftaucht und Kopfbälle macht etc. Das kann der alles mit der kaputten Schulter nicht. Lasst uns doch Jude Bellingham ein bisschen schonen, zieh die Operation von mir aus jetzt schon vor, dass er genug Zeit hat, sich zu erholen für die Saison. Gib jetzt während dieser Club-WM Arda Güler das Zepter in die Hand, damit Jude Bellingham sich erholen kann. Und nächste Saison sollen beide zusammen auf dem Platz brillieren. Das wäre meine Meinung. Ja, jetzt könnt ihr eure Meinung unten in den Kommentaren lassen. Ihr könnt mir sagen, Mario, mach bitte nie wieder so ein Video ohne Schnitte etc. Wir wollen die Bilder sehen etc. Oder wenn ihr sagt, Mario, das ist absolut okay, könnt ihr das auch da lassen. Das könnt ihr natürlich auch mit einem Like bestätigen, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und morgen sehen wir uns im alten Format mit etwas mehr Zeit wieder. Bis dahin. A la Madrid!